Hallo zusammen. Ich fahre jetzt mal in die Stadt, in die Zivilisation zum Einkaufen. Ich zeige euch hier mal ein ganz neues Einkaufszentrum. Kommt mit und begleitet mich einfach. Also, auf geht's nach dem Intro. Heute fahre ich mal die ruhige Strecke, keine Autobahn, über die Dörfer, denn ich möchte mal ein bisschen die Landschaft genießen. Alles ist wunderschön gelb, rot, noch etwas grün, die schönsten Farben. Die Farben des finnischen Herbstes sind atemberaubend. Überall leuchten Birken und Espen. Ein letzter Moment der Ruhe, bevor die Straße uns zu unserem Ziel führt. Im Sommer dient genau diese Strecke als temporäre Motorradrennstrecke für das alljährliche Rennen. Jetzt kommt der Kreisverkehr. Links ginge es zur Grenze, aber wir fahren weiter geradeaus. Volle Kraft voraus nach Imatra. Dort wartet nicht nur Finnlands älteste Touristenattraktion, sondern auch meine Supermärkte. Zeit für eine kleine Einkaufstour. Doch zuerst überqueren wir den mächtigen Fluss Vuoksi. Das ist der Fluss Vuoksi. Und hier haben wir das Wasserkraftwerk. Und gleich kommt die zweite Brücke. Von hier aus sieht man das Stauwehr und die berühmten Imatra-Koski-Stromschnellen. Hier haben wir die Stromschnellen. Dieses Wehr wird manchmal am Tage geöffnet und dient zur Stromerzeugung. Ein faszinierender Anblick. Wir fahren jetzt noch ein Stück durch die Stadt am Fluss Vuoksi vorbei. Wir sind jetzt hier wieder im Geschäftszentrum und ich zeige euch gleich, wo es hingeht. So, da bin ich. Hier muss ich rein in den Laden. Ich brauche ein bisschen für die Hauselektrik und auch Hundefutter. Hundefutter ist im Angebot und deshalb kaufe ich es diesmal hier. Hier gehen wir schön brav vorbei. Aber mal schauen dürfen wir. Jetzt war ich natürlich so schlau und habe vergessen, welche Regalnummer das ist, wo ich hin muss, denn wir haben hier oben überall Regalnummern. Da fällt mir gerade ein Schäufelchen für die Asche brauche ich auch. Hat hier eine große Auswahl an Hundefutter und Leckerlis. Diese Marke, die ist relativ gut, das essen meine beiden sehr gerne. Ist ein finnischer Hersteller.
Schweineohren, die liebt Thor. Aber da furzt er immer zu viel von. So, da ist das Schäufelchen. Hier gibt es noch ein paar Besen. Das ist für Backofen. Wenn ihr Brot backen tut, könnt ihr damit den Ofen ausfegen, die ganze Asche rausmachen. Das ist so ein Brotschieber, ein kleiner. Schornsteinbürste. Ja. So, jetzt werden wir mal schauen, Yeah, that's why I thought. wo ich weiterhin muss. Dichtung und Schläuche, Meterware. Ja. Ja, hier habt ihr alles Mögliche. Lampen. Mal schauen, was die LED-Birne kosten hier. Watt ist normales Licht. Ist gut fürs Wohnzimmer. 12 Watt ist gut für Dachboden und Keller, aber die sind ein bisschen groß. Gut. Hier muss ich aber nicht hin. Hier haben wir doch schon mal Kabel. Da haben wir sie, die Meterware. Denn ich brauche nur einen Meter. Da ist auch der Schrumpfschlauch, den ich brauche. Sehr schön. Gut, dann werden wir mal schauen, dass ich Verkäufer finde, der mir das abschneidet hier. Hier war Selbstbedienung. Ach, den Schrumpfschlauch. Hätte ich dir fast vergessen. So, jetzt habe ich das Kabel und die Schläuche. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Wagen abgestellt habe. Hier fliegt ein Vogel durch die Gegend. Schön. Tierfreundlicher Laden. Autozubehör. Finnland-Aufkleber gibt es hier. Eigentlich wollte ich ja gestern fahren. Aber wir hatten gestern einen strahlend grauen Himmel und flüssigen Sonnenschein.
Meine beiden Hunde waren so begeistert, die sind den ganzen Tag gar nicht vor die Tür gegangen. Noch nicht mal zum Pinkeln. Ja. Ja, hier haben wir die Autobatterien. Habe ich jetzt meine Karre hingestellt? Gibt's doch gar nicht. Hier war ich schon. Ja. Da ist sie ja. Steht da und sagt nichts. Jetzt bin ich schon wieder hier. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Steckdosen brauche ich im Haus, ein paar mehr für meinen Computer. Ja. Preise. ABB ist natürlich Qualität. Hier ist ein bisschen günstiger, Schneider, kennen wir ja auch. Ja, naja, ich schaue erstmal, was ich noch auf Lager habe. Das ist das Zeug, was ihr im Winter in den Benzintank kippen müsst, wenn sich Eiskristalle gebildet haben. Das löst die auf. Habe ich auch schon mal gehabt. Und das ist das Zeug für Dieselautos, für den Tank, ab minus 20 Grad. Wenn ihr Reiniger kauft für die Windschutzscheibe, müsst ihr auch immer drauf achten. Das geht nur bei bis minus 18 Grad. Wir haben da noch ein bisschen härteres Zeug wie das hier. Gibt enorme Preisunterschiede. Ja. Hier gibt es auch einiges von Würth. Vieles habe ich davon früher benutzt. Gute Qualität, kann man nicht meckern. Hier haben wir ein paar Ofen- und Kaminpropeller. Durch die Wärmeentwicklung fangen die sich an zu drehen und verteilen die Luft besser im Haus oder im Zimmer oder im Möcki. Nicht schlecht, die Geräte. Ich nehme aber meine elektrischen dafür. Hier haben wir Winterstiefel. Schön warme Stiefelchen. Die könnt ihr auch bei Nikolaus vor die Tür stellen. Das ist hier meine Größe. Bis minus 35, 47. Das sind die, wo eigentlich ein Blinker dran sein sollte. Wenn ich um die Ecke gehe, muss ich einen Blinker anmachen.
Das hier sind Arbeitsmesser. Habe ich immer in der Tasche, wenn ich arbeiten bin. Können wir immer gebrauchen. Unheimlich scharf. Auf jeder Baustelle habe ich ein neues gekauft. Ihr solltet aufpassen, dass der Griff nicht hohl ist. Ein Vollgriff ist am besten, da könnt ihr auch mal mit dem Hammer draufschlagen bei der Arbeit. Wenn ihr zum Beispiel Holz spalten müsst. Jetzt bin ich bei den Haushaltswaren. Das Ding ist aufgemacht wie so ein kleiner Baumarkt hier. Oft mache ich hier mal ein Schnäppchen. Müsst ihr mal reinschauen, wenn ihr im Urlaub seid. Wenn ihr mal mit einem Pferd nach Finnland kommt, anstatt mit dem Auto, seid ihr hier in der Abteilung genau richtig. Hier habt ihr einen Salzleckstein und Mineralstein und hier habt ihr dann das Futter. Falls ihr reiten wollt. Ist ja große Mode. Und dann könnt ihr euch dann hinterher den Preis verleihen hier. Gartenfeuer gibt es ja auch jede Menge. Straßenabsperrung, für Klimaanlage, Kanäle, Abdichtungen, alles Mögliche. Also wie ich schon sagte, wie so ein kleiner Baumarkt. Und zum Kochen findet ihr auch so eine Kleinigkeit hier. Aber viel ist hier nicht. Und Knäckebrot. Zwieback. So, nur 1 Euro. Dann nehmen wir doch mal ein Tütchen mit. Kekse haben wir auch hier. Und Negerküsse. Lakritz aus Porvo. Das ist Korvroller. Auch sehr lecker. Lakritz-Toffees, habt ihr die schon mal gegessen? Unheimlich lecker. Kleben so schön zwischen den Zähnen. Und das hier darf ja auch nicht fehlen. Hier haben wir diese Reflektoren, die die Finnen im Winter mal verwenden, sind astrein. Diese werden an die Jacken dran gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen im Winter. Ich habe, wenn ich mit den Hunden laufe, habe ich im Herbst immer so ein Band rum, so ein Gurt. Und wenn es kälter wird, ziehe ich dann meine gelbe Jacke an, die ich auch meistens beim Filmen anhabe. Da wird besser gesehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn die Leute mit ihrem Hund spazieren gehen und machen dem kleinen Pfiffi nur ein paar Reflektoren ran und sie selber haben gar keine. Da müsst ihr mal mit dem Auto kommen.
und ihr seht da von weitem irgendwas auf dem Boden rumkrauchen, was blinkt oder reflektiert. Ihr wisst gar nicht, was das ist. Und den Besitzer sieht man gar nicht. Also ich weiß nicht, ich halte da nichts von. Ich ziehe mir doch lieber was über, damit ich gesehen werde. Ja, ich habe es mal wieder geschafft. Auto ist eingeladen. Jetzt bin ich hier noch am Parkplatz. Schaut mal hier vorne. Die Anhänger könnt ihr alle mieten für 10 oder 20 Euro. Falls ihr Möcki habt und keinen Hänger, dann braucht ihr im Auto nur eine Anhängerkupplung. In Finnland ist das fast Standard, dass fast jedes Auto eine Anhängerkupplung hat. Ich habe auch eine. Kostete 600 Euro dieses blöde Ding. Aber ich habe sie so oft schon genutzt. Oft genug braucht man mal einen Anhänger, um was von A nach B zu kutschieren. Gerade wenn man eine Hütte hat. Ja, wenn ihr hier nach Puelo geht in Imatra, nebenan ist auch ein Restaurant, da könnt ihr auch essen. Ich weiß aber nicht, wie es ist, ich war noch nicht da. Gut, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Die Hunde warten und vor allen Dingen strahlt der Himmel wieder in einem wundervollen Grau. Und nachher wird sich das bisschen Sonne, was wir jetzt haben, auch noch verflüssigen. Wird noch einiges runterkommen. Ist eben Herbstwetter. Ich wollte eigentlich bei der schönen gelben Natur nochmal mit der Drohne fliegen. Aber die Wetteraussichten, die sind nicht gerade gut für die Drohne. Entweder es regnet oder der Wind ist zu stark. Gut. Jetzt habt ihr mal wieder einen Einblick in den nächsten Laden bekommen, hier im Geschäftszentrum in Imatra. Hier sind noch einige, die ich euch nach und nach zeige. Ich hebe mir das natürlich auf für schlechtes Wetter. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, diesen hier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht so ein bisschen. Denkt an ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Gesundheit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Hey, hey!